Die Feuerpause muss nicht zwischen Russland und der Ukraine zustande kommen, sondern zwischen Amerika und Russland. Die Feuerpause und die Verhandlungen, das ist nicht abhängig von einer ukrainisch-russischen Verhandlung. Wer denkt, dass dieser Krieg durch russisch-ukrainische Verhandlungen abgeschlossen wird, der lebt nicht auf dieser Welt. Hey Leute, Viktor Orban überrascht mit einer Aussage, die man so nicht erwartet. Wir schimpfen oft auf Angela Merkel, aber was er über sie sagt, ist wirklich spannend. In seinem Vergleich zum Ukraine-Krieg bringt er eine völlig neue Perspektive ins Spiel und stellt eine Frage, die alles auf den Kopf stellt. Warum könnte genau das der Schlüssel zum Frieden sein? Bleibt dran, das wollt ihr nicht verpassen. Auf geht's! Die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Also juristisch ist die Situation völlig offensichtlich. Es gibt das Völkerrecht, das wurde von den Russen verletzt, das nennt man Aggression, sie haben einen Krieg angefangen. Ganz egal, was der Auslöser war, das ist eine internationale Rechtsverletzung. Da gibt es kein Drumherumreden, das ist eine Aggression und der ungarische Standpunkt ist diesbezüglich völlig offensichtlich. Die Frage ist, wenn wir über diese Situation nachdenken, welchen Ausgangspunkt wählen wir dann? Wie Sie das gemacht haben. Man pflegt mich zu fragen, auf welcher Seite stehen wir? Wir stehen auf der Seite der Ungarn. Und ich halte es für ein immenses Problem. Ich halte es für ein immenses Problem, dass es nicht geschafft wurde, diesen Konflikt zu isolieren. Sie werden sicherlich wissen, dass ich mit Angela Merkel einige brutale Duelle hatte bezüglich bestimmter Fragen, insbesondere in Sachen Migration. Aber was Angela Merkel gemacht hat zur Zeit der Krim-Krise, das war ein Meisterstück. Also danke, Angela. Denn dieser Krieg hätte auch ausbrechen können zur Zeit der Krim-Krise. Denn auch das war eine offensichtliche Verletzung des internationalen Rechts. Aber da ist es nicht zum Krieg gekommen. Wieso ist es nicht zum Krieg gekommen? Deshalb, weil die Deutschen mit der Kanzlerin an der Spitze sofort Verhandlungen initiiert haben. Sie sind nach Kiew gefahren, sie sind nach Moskau gefahren, sie haben sie nach Brüssel eingeladen und sie haben den Konflikt isoliert. Nun, es wäre besser, wenn die Öffentlichkeit nicht hören würde, was ich jetzt sage. Aber da können wir es nicht mehr drumherum. Die Feuerpause muss nicht zwischen Russland und der Ukraine zustande kommen, sondern zwischen Amerika und Russland. Die Feuerpause und die Verhandlungen, das ist nicht abhängig von einer ukrainisch-russischen Verhandlung. Wer denkt, dass dieser Krieg durch russisch-ukrainische Verhandlungen abgeschlossen wird, der lebt nicht auf dieser Welt. Die Machtrealität ist anders. Verhandelt werden muss mit den Amerikanern. Wir brauchen also russisch-amerikanische Verhandlungen. Und wenn es russisch-amerikanische Verhandlungen gibt, dann wird es auch eine Feuerpause geben. Dieser Krieg, da geht es im Wesentlichen doch um die Ressourcen. Wie sieht das aus? Die Russen haben schier unendliche Ressourcen im Bereich Rohstoffe, militärische Kapazitäten und menschliche Ressourcen. Die Ukrainer sind überall limitiert. Es ist offensichtlich, dass dieser Krieg nur dann offen bleibt hinsichtlich des Ausgangs, wenn die Ukrainer externe Ressourcen erhalten. Und wirtschaftlich und finanziell haben heute auch die Ukrainer unlimitierte Ressourcen, weil wir es geben. Aber Amerika gibt die Ausbildung, die Waffen, aus dem Weltall die Informationen, wohin geschossen werden muss. Das geben alles die Amerikaner. Die gesamte Sympathie der Welt in Richtung der Ukraine wird gepflegt, aufrechterhalten von den US-Medien. Sie sind die Lokomotive. Der russisch-ukrainische Krieg ist heute offen im Hinblick auf den Ausgang, weil die Amerikaner das so wollen. Das heißt, sie können das auch beschließen. Deshalb müssen sich die Amerikaner mit den Russen einigen und dann ist der Krieg zu Ende.
Ich bin mit jedem Tropfen meines Herzblutes auf der Seite der Ukrainer. Sie sind ein heroisches Volk. Wir hatten und haben viele Konflikte mit ihnen. Aber das ist uninteressant. Sie sind ein heroisches Volk. Sie kämpfen außerordentlich heroisch. Aber sie können nur deshalb im offenen Krieg stehen, weil wir unlimitiert Geld, Waffen, Informationen und alles bereitstellen. Deshalb können sie diesen Krieg auch nicht abschließen. Diesen Krieg kann Amerika abschließen. Und das ist der Kernpunkt der Falle. Der amerikanische Präsident ist zu weit gegangen. Der amerikanische Präsident hat Sachen gesagt, wo es sehr schwer ist, zurückzurudern. Wenn Putin ein Massenmörder ist, wenn er ein Kriegsverbrecher ist, wenn er gestürzt werden muss, Putin must fail, Regime change, wenn solche Sachen gesagt werden, dann kann dieser Präsident sehr schwer einen Frieden machen. Das wird also jetzt brutal klingen, was ich sage. Aber Hoffnung für den Frieden heißt Donald Trump. Also als jemand in der DDR sozialisiert, habe ich meine Erfahrung mit zu alten Politikern, die sich von ihren Ämtern nicht lösen können. Insofern hätten wir ein schönes neues Thema für eine nächste Runde. Vielleicht kommen wir zur nächsten Frage. Die Visegrad-Gruppe war ja zusammengesetzt aus Tschechien, der Slowakei, Polen und Ungarn und bildete ja ein kommunikatives Gegengewicht zu dem westlichen Teil der EU und war auch im Wertesinne eine Opposition innerhalb der EU und hat ja dort auch Wirkung entfaltet. Hat diese Visegrad-Gruppe aufgrund der unabhängigen Position Ungarns aktuell, und Polen positioniert sich ja diametral zu den ungarischen Positionen, noch eine Zukunft? Das ist die $1-Million-Frage. Es war klar, dass die polnische Denke und historische Erfahrung und die ungarische sich voneinander unterscheiden. Das heißt, mit den Polen pflegen wir zwar ein bruderschaftliches Verhältnis und ohne zu denken opfern wir uns, wenn man mit den Polen um die polnische Freiheit zusammenzukämpfen hat. Das ist ein romantischer, zauberhafter Teil der ungarischen Geschichte, aber unsere Denke war stets abweichend, weil unsere historischen Erfahrungen anders sind. Die Polen haben also immer anders gedacht über die Polen, über die Russen und auch über die Deutschen. Und dem ist auch jetzt so. Das diskutieren wir nicht tagtäglich, aber was die Polen ab und zu sagen über die Deutschen, nun, das ist zumindest aufregend. Und wir sagen solche Dinge nicht. Das hat sicherlich seinen Grund. Es war schon immer klar, dass in der Visegrad-Gruppe, wenn da das Geopolitische in den Vordergrund gestellt wird, dann ist es schwierig zusammenzuarbeiten. Wenn die Geopolitik nicht an der Tagesordnung ist, sondern nationale Interessen an der Tagesordnung sind, wenn um Werte in Brüssel gekämpft wird, wenn es heißt, einzustehen für gemeinsame Interessen, sagen wir entgegen den Deutschen oder entgegen den großen Mitgliedstaaten, damit wir Gewicht genug haben für Verhandlungen. 4 Länder, das sind schon über 60 Millionen Menschen. Und gemeinsam aufzutreten, dann geht es der Visegrad-Gruppe gut, dann ist das ein leichtes. Und jetzt sind wir in einem Abschnitt angekommen, wo Geopolitik das Wichtigste geworden ist und das quält und zerrt an der Visegrad-Staaten. Und es gibt ja noch 2 Dinge, ich weiß nicht, ob Sie als Deutsche darüber zu sprechen pflegen. Wenn Sie einen Blick auf die Wertelandkarte Europas werfen, dann werden Sie sehen, dass in Sachen Migration, das sind Genderfragen, hinsichtlich des Familienkonzepts, hinsichtlich des Gefühls der Nation, eine Trennungslinie in Europa erhalten geblieben ist. Das geht oben los. An der Westseite der baltischen Staaten geht es runter an Tschechien, Ungarn vorbei und endet bei Slowenien. Wer östlich dieser Linie ist, denkt über die traditionelle Familie nach, nichts mit Gender oder Multikulti. Die wollen keine Migration, das betrachten sie eher als eine Gefahr, nicht als eine Hilfe. Und das nationale Gefühl ist
östlich dieser Linie, wo wir leben, da ist Nationalstolz die wichtigste Auftriebskraft. Das ist was Positives. Für ein deutsches Gehör ist National Pride sicherlich etwas, was grauenhaft klingt. Aber östlich dieser Linie, über die ich spreche, sagt jedes Land, es braucht 3 Dinge zum Leben. Deine Mutter, deinen Vater und den Stolz der Nation. Sonst gibt es kein Leben.